Bevor wir beginnen, sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gespräch aufgenommen, ausgewertet und veröffentlicht wird? Ja, ich bin damit einverstanden. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. In dieser Interviewreihe sprechen wir mit Menschen über ihre Erfahrungen im Gesundheitssystem. Uns interessiert besonders, wie Menschen medizinische Versorgung erleben, sowie positiv als auch schwierige Situationen. Ziel ist es, besser zu verstehen, wie Patientinnen und Patienten sich wahrgenommen fühlen und was sich möglicherweise verbessern könnte. Wenn Sie möchten, können Sie sich bitte einmal kurz vorstellen. Ja, gerne. Ich bin aktuell in der medizinischen Forschung tätig, ehemalig mehrere Jahre auch als Rettungssanitäter bei einem großen Verein hier in der Region Hannover. Ja, das war's erstmal von mir. Haben Sie noch weitere Fragen? Wie sieht Ihr beruflicher Alltag für Sie aus? Mein beruflicher Alltag ist natürlich sehr vielfältig. Von Forschungssachen bis hin zu Auswertungen, bis hin zum Kontakt mit einigen Patienten, mit Personen, mit Probanden, Mitarbeitern, mit Mitarbeitern aus aller Welt, aus verschiedenen Ländern. Ja. Was motiviert Sie, den Beruf auszuüben? Ja, was mich motiviert, den Beruf auszuüben? Ja, das muss man sich doch mal... Das hat man oft nicht immer vor Augen. Manchmal arbeitet man sich vorhin und hat dann die Arbeitsziele, die man hat. Aber warum man das Ganze macht, das hängt eigentlich in der Vergangenheit zusammen. Gerade als ehemaliger Rettungssanitäter hatte ich immer sehr großen Bezug zu Medizin, sehr viel Interesse und habe mich auch immer dann für den Körper des Menschen interessiert und wie der so funktioniert. Und habe dann auch sehr viele Erfahrungen als Rettungssanitäter gesammelt. Sowohl der Kontakt, also das Menschliche, der Kontakt mit den Menschen, als auch medizinische Erfahrungen. Und dementsprechend wuchs dann immer mein Interesse von Jahr zu Jahr. Gab es eine Situation im klinischen Alltag, in der Sie sich diskriminiert, herabgesetzt oder unfair behandelt gefühlt haben? Ja, unfair behandelt, ja, muss man mal schauen, wie man das immer auslegt. Da hat ja immer jeder eine eigene Definition Rassismus oder wo ich mich diskriminiert gefühlt habe. Ja, da gab es schon vereinzelt ein paar Sachen, gerade als Rettungssanitäter, wenn ich mich zurückerinnere. Gab es schon einige Situationen, wo ich dann am Unfallort ankam und man ist ja auch als Rettungssanitäter immer zu zweit, ne? Das hat man halt schon oft beide Rettungssanitäter oder man hat einen Notfallsanitäter mit sich dabei im Rettungswagen. Und wenn man dann am Unfallort angekommen ist, hatte ich dann oft mal den Fall, dass ich dann teilweise nicht freundlich angeschaut wurde oder man sogar vereinzelt die Behandlung verweigert hatte, die medizinische Behandlung, und man teilweise eher dann meinen Partner eher bevorzugt hat, obwohl er dann eher für den Abtransport und für die Dokumentation zuständig war. Ja, auf Rückfragen natürlich muss ich dementsprechend halt die Aufforderung des Patienten, der halt behandelt werden möchte, halt respektieren. Aber es ist ja trotzdem teilweise, auch wenn ich zurückdenke, traurig, das mitzuerleben, mitzubekommen, wenn auch teilweise die medizinische Versorgung verweigert wird, aufgrund von Äußerlichkeiten oder eines Migrationshintergrunds, obwohl die medizinische Ausbildung als Rettungssanitäter halt dieselbe ist. Können Sie das vielleicht mit einem Beispiel konkretisieren? Ja, es gab vereinzelt schon ein paar Fälle. Also es gab wirklich große Fälle, wo ich mir wirklich den Kopf teilweise zerbrach. Es gab auch teilweise kleine Fälle,
wo es nicht direkt angesprochen wurde vom Patienten, aber man hat das schon gespürt. Aber wenn ich mich an einen Fall zurückerinnern muss, dann war es relativ zur Anfangszeit, wo ich selber verwirrt war, beziehungsweise schockiert war. Gab es einen Vorfall bei einer älteren Dame, die gestürzt ist. Tut mir leid. Wurden wir dann kontaktiert, gemeinsam hingefahren und genau, bei der Versorgung ist mir aufgefallen, dass die Dame dann gar nicht mehr erstmal gesprochen hat und auf Fragen und aufgrund der Anamnese mir keine wirkliche Antworten gegeben hat. Dann habe ich schnell gemerkt, okay, anscheinend möchte sie nicht mit mir kommunizieren und das muss dann mein Partner dann machen, mein Kollege. Und auch bei der Behandlung, das heißt beim Abwickeln, bei der Bandage, beim Kühlen, als auch beim Abtransport in den Rettungswagen, war sie sehr abgeneigt. Das hat natürlich mir gezeigt, dass Abgrenzung bzw. Rassismus immer noch in den Köpfen der Menschen ist. Und das erschwert natürlich auch dementsprechend den kompletten Vorfall. Ne? Es ist ja auch von meinen Kollegen eine viel größere Belastung, wenn er irgendwie als Mittelmann irgendwie kommunizieren muss, weil dann die Patientin nicht mit mir sprechen möchte oder sich gar nicht von mir behandeln lassen möchte. Mhm. Wie haben Sie sich in diesem Moment gefühlt? In erster Linie muss ich natürlich meine Pflicht als Rettungssanitäter nachgehen, um die bestmögliche Versorgung zu erbringen. Da sind jetzt Diskussionen oder Streitigkeiten fehl am Platz, gerade wenn der oder die Patientin am Leiden ist und versorgt werden muss. Da muss man schon das beiseite packen und erstmal verdrängen. Aber schön fühlt sich das natürlich nicht an. Ne? Also ich habe die Absicht gehabt, Menschen zu helfen und teilweise auch, ich habe auch Überstunden als Sanitäter geleistet, teilweise die nicht bezahlt worden sind, ehrenamtlich auch zusätzlich gearbeitet. Und wenn man dann mitbekommt, dass man etwas Gutes machen möchte, also es ist ja keine irgendwie böse Absicht oder eine Pflicht, die ich einfach nur nachkomme, sondern ich habe mich ja bewusst entschieden, Menschen zu helfen. Und dann versucht man den Menschen zu helfen und sein Bestes zu geben und dann trifft man auf Ablehnung. Ja, es ist kein schönes Gefühl. Es hat mich auch teilweise noch die Tage dann zum Nachdenken gebracht. Und ich habe dann auch wirklich gemerkt, es sind zwar, solche Fälle sind natürlich Einzelfälle, aber es nimmt man doch trotzdem einen mit und bringt einen wirklich dann zum Nachdenken. Mhm. Welche Auswirkungen hatte das auf Sie beruflich oder persönlich? Entschuldigung. Ich trenne das mal beruflich als auch persönlich. Persönlich natürlich ist mir klar geworden, dass es immer noch halt Menschen gibt, die Vorurteile einfach haben und das kriegt man auch nicht aus den Köpfen der Menschen. Es ist halt einfach so, egal wie gut du bist, egal wie sehr man sich auch wirklich mit der Thematik befasst und ich glaube, da kannst du auch, da könnte man mehrere Doktor-Professortitel haben und das Humanmedizinstudium oder die Rettungssanitäter-Ausbildung mehrmals absolviert haben, die Vorurteile bleiben. Die Abneigung bleibt bei einigen Menschen. Es ist halt einfach so, dass persönlich muss ich mich halt damit abfinden. Auch wenn ich gerne mir wünschen würde, dass viele Patienten mehr Toleranz zeigen. Es klappt halt nicht immer so, wie man das sich wünscht. Menschen sind Menschen, die mit Sichtweisen haben, andere Ansichten haben, ist halt leider so. Beruflich natürlich, gerade als Rettungssanitäter damals, wenn ich mich zurückerinnere, gab es schon natürlich, also gerade für den Partner, wenn man auf Einsätzen ist, ob es im gesamten Team ist, ob es zu zweit ist, im Rettungswagen oder im klassischen Krankenwagen, im Krankentransport, war es halt von Kollegen dann immer schwer, ne? Es sei denn, wir beide hatten Migrationshintergrund, dann hatten wir es beide schwer gehabt. Das haben wir dann beide wirklich gespürt. Das hat die Versorgung erschwert, zeitlich erschwert. Und wenn dann auch die Patientinnen sich nicht von uns behandeln lassen wollten, das war dann wohl ein Schuss in den Ofen dann. Hat das Erlebte
Ihr Vertrauen in Kolleginnen oder Kollegen oder auch Strukturen beeinflusst? Können Sie mir die Frage nochmal stellen? Hat das Erlebte Ihr Vertrauen in Kolleginnen, Kollegen oder Strukturen beeinflusst? Jetzt nicht unbedingt in Kolleginnen und Kollegen, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Mit denen arbeitet man tagtäglich, mit denen baut man Vertrauen auf, baut man eine Bindung auf. Würde ich nicht sagen, in Strukturen, ja. Man hat sich halt oft abgelehnt gefühlt. Das heißt, wenn die Wertschätzung halt nicht da ist, ich habe jetzt nicht erwartet, dass jeder Patient mir jetzt zu Füßen fällt, ganz im Gegenteil, dafür bin ich nicht Rettungssanitäter geworden. Aber es hat mir schon gezeigt, durch die Ablehnung der vereinzelten der Patienten, dass das ist weit hergeholt mit den Strukturen. Ob es wirklich jetzt daran liegt? Nee, da ruder ich mal lieber zurück. Darauf kann ich jetzt wirklich richtig keine Antwort geben. Ich glaube, das muss ich mir noch durch den Kopf gehen lassen. Welche Annahmen oder Vorurteile standen Ihrer Wahrnehmung nach hinter dem, was Ihnen erlebt und vorgekommen ist? Ich kann halt nur Vermutungen nennen. Ich habe oft vermutet, dass es halt oft am Aussehen lag. Dass sie gesehen haben, okay, jemand mit dem ausländischen Namen, mit dem Aussehen, das nicht in ihrem Bild passt, jetzt ankommt und sie versorgen möchte. Ja, also es war wirklich tatsächlich eher das Aussehen und das Namensschild. Was ich halt hauptsächlich vermute. Es können auch andere Vorurteile sein. Natürlich habe ich nicht jede einzelne Person gefragt und habe die Ursache versucht herauszufinden. Aber in den meisten Fällen hat man das schon gesehen. Okay, ja, dass es schon eher am Aussehen lag. War das eher, also die Diskriminierung, eher offen oder subtil? Was meinen Sie genau damit? Gab es zum Beispiel direkte Aussagen, die diskriminierend eingestuft werden können? Oder waren es vielleicht manchmal so Kommentare, die auch anderweitig gedeutet werden könnten? Ja. Jetzt bin ich mal kurz. Ja, gab es bestimmt Fälle. Ja, doch, an einen kann ich mich noch erinnern. Doch. Es ist mir auch teilweise aufgefallen, bei einem Fall, dass ich einen älteren Herrn betreut habe und der hat zwar mir zugehört, aber wollte halt meine Fragen nicht beantworten, hat doch freundlich genickt etc. alles und selbst wenn er mir eine Frage gestellt hat und ich ihn beantwortet habe, hat er wirklich eine Sekunde danach dieselbe Frage meinen Kollegen gestellt. So, und dann habe ich schon gemerkt, okay, da ist ein gewisses Misstrauen. Ne? Und ich wurde jetzt nicht unbedingt jetzt rassistisch beleidigt, direkt, aber mir wurde schon oft in den Kopf geworfen, sind Sie dafür befugt? Haben Sie das Wissen? Können Sie das? Okay. Wo haben Sie das gelernt? In Ihrer Heimat? Machen Sie das denn auch so dort drüben? Und das trifft einen natürlich hart, gerade für jemanden, der hier geboren ist, hier aufgewachsen ist, solche Kommentare zu hören oder zu sagen, ja, Sie sind doch kein deutscher Rettungssanitäter, also das können Sie gerne das da machen, wo Sie hergekommen sind. Das trifft einen schon. Wie sind Sie mit diesen Situationen umgegangen? Man versucht halt natürlich immer freundlich damit umzugehen.
wenn man mit Menschen arbeitet und mit den Menschen in Kontakt ist, im engen Kontakt, und man jetzt nicht einfach die Situation, den Unfallort oder den Raum verlassen kann, dann versucht man natürlich nichtsdestotrotz, sich von der besten Seite zu zeigen. Also, gerade als Rettungssanitäter muss man das Vertrauen im Patienten gewährleisten und dem Patienten auch das Vertrauen zeigen können. Ne? Die Auswirkungen ich habe die Frage gerade vergessen. Du hast die Frage nochmal wiederholt? Ja. Wie sind Sie mit diesen diskriminierenden Situationen selbst umgegangen? Ja, unterschiedlich. In den meisten Fällen, natürlich als Rettungssanitäter, kann man jetzt keine Diskussion anfangen. Man muss dennoch professionell bleiben. Es steht in erster Linie natürlich die Versorgung am Unfallort oder am Geschehen oder am Patienten. Dementsprechend bietet sich das natürlich jetzt nicht an, da große Diskussionen durchzuführen oder sich jetzt die Köpfe einzuschlagen. Das möchte man natürlich als Rettungssanitäter nicht. Das ist nicht meine Aufgabe gewesen. Aber in erster Linie nimmt das natürlich so hin. Man versucht natürlich dann freundlich zu bleiben und die Situation auch zu erklären oder sich halt vom Gegenteil, den Patienten vom Gegenteil zu überzeugen und zu sagen, hey, ich kann das, ich schaffe das, ich habe die Qualifikation oder man versucht das irgendwie wegzustecken, aber Es ist halt teilweise, nimmt man das auch natürlich auch mit nach Hause am Abend, wenn man dann zu Hause ist oder die Tage mit, ist man ja natürlich zum Nachdenken, weil man sich auch dementsprechend weniger wertgeschätzt fühlt. Aber mit dem Umgang mit Patienten oder so muss man natürlich, darf man jetzt keine Konflikte verursachen. Gab es Unterstützung, besonders auch im Kollegenkreis, oder eher Schweigen? Sowohl als auch, natürlich von engen Kollegen, mit denen ich auch am Einsätzen war, gab es eher mentale Unterstützung, dass er mir dann gesagt hat, das sind Vorurteile, die man nicht ändern kann. Aber wurde natürlich auch vieles stillschweigend wurde auch teilweise stillschweigend aufgenommen, auch vom Vorgesetzten. Und ich war natürlich nicht der Einzelfall. Ich habe auch von anderen Kollegen mitbekommen, die rassistische, teilweise wirklich auch beleidigende, rassistische Kommentare abbekommen haben von Patienten. Dementsprechend wurde das auch vom Vorgesetzten oder von der oberen Leitung, sag ich mal, eher einfach hingenommen, als wäre es klassischer Alltag. Gibt es aus Ihrer Sicht systemische Muster, die solche Situationen begünstigen? Ob es systemische Muster gibt, die das begünstigen? Muss ich mal kurz darüber nachdenken. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, was die Personen immer erlebt haben oder wie diese Vorurteile zustande gekommen sind. Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive erstmal sprechen und aus der Perspektive, die mir die ganzen ehemaligen Kollegen halt genannt haben. Aber es ist schwierig natürlich, so eine Situation 100% aufzuklären. Deswegen kann ich Ihnen da leider keine genaue Antwort geben. Was müsste sich konkret im Gesundheitssystem ändern? Oh. Ich glaube, da muss sich einiges ändern aktuell hier in Deutschland.
Ja, also ich glaube, es gibt immer etwas, mit dem man unzufrieden ist. Ich glaube zum einen natürlich die Aufklärung. Das ist, die Patienten aufzuklären in Form von, ob es Veranstaltungen sind oder Bindungen sind. In Form von mehr Toleranz. Auch in Form von aktiven Miteinander. Aber das ist natürlich, sind alles natürlich präventive Maßnahmen, die man ergreifen muss. Das heißt schon vor Kontakt. Es kann sein, dass die Patienten halt keinen Bezug haben, vielleicht zu Mitmenschen mit Migrationshintergrund und dementsprechend sie halt gewisse Vorteile haben oder entwickelt haben. Es muss jetzt nicht auf jeden zutreffen. Es kann aber, und dementsprechend sollte man präventive Maßnahmen schon im Vorfeld, im Austausch ergreifen, da man halt solche Stereotypen und Vorurteilen halt nicht unbedingt nicht in den Köpfen der Leute bleibt. Was könnten Führungskräfte besser machen? Wenn ich jetzt in Bezug nehme auf Mitarbeitende, dann natürlich das Erlebte mehr wahrzunehmen, beziehungsweise die Auswirkungen oder den Rassismus, die Kollegen erleben, auch wirklich, also das wirklich sich mal anzuhören und auch die Kollegen ernst zu nehmen. Ich hatte wirklich sehr oft das Gefühl, wenn nicht sogar fast immer, dass wenn ich mal eine solche Situation erlebt habe, nicht nur bei mir, auch bei Kollegen, andere Rettungssanitäter, die auch Migrationshintergrund hatten und indem ich mit dem Vorgesetzten gesprochen habe oder mit der Führungsleitung, dass das eher hingenommen wurde. Es wurde eher unter den Teppich gekehrt. Es wurde teilweise gar nicht wahrgenommen und man hat es eher als normal empfunden, als wäre das eine Alltagssituation. So, es ist aber unterschiedlich von Mensch zu Mensch, wie es einen belastet. Es gab Tage, da hat es mich, habe ich es nach ein paar Minuten wieder vergessen. Und es gab Tage, das hat mich dann zum Nachdenken gebracht und dementsprechend auch dann mit meiner Selbstwertschätzung mich, ich will nicht sagen erniedrigt, das ist jetzt zu hart, aber es hat mich eher schon Nachdenken gebracht, ob es wirklich ein normal ist. Ob man es wirklich so hinnehmen. Ja, da hätte ich mir eher gewünscht, dass man wenigstens ein offenes Ohr hat gegenüber solchen Situationen und diese auch mehr ernst nimmt seitens der Führung. Was hätte Ihnen in diesen genannten Situationen geholfen? Ja. Was mir natürlich geholfen hätte, wenn mich die Patienten besser ernst genommen hätten. Aber wie gesagt, wie schon vorhin erwähnt, da hätte man präventive Maßnahmen schon vorher durchführen müssen. Das Bild des klassischen Rettungssanitäters vielleicht durch Werbekampagnen besser zeigen, weil auch Menschen mit Migrationshintergrund oder einem ausländischen Aussehen, also ich glaube, Deutsch fühlen wir uns alle, gerade die hier geboren sind, aber wenn schon das Aussehen jemanden abschränkt, dann hat es eine Bedeutung. Vielleicht haben die Personen, wie gesagt, waren die noch nie mit Migrationshintergrund in Kontakt oder hatten einen Bezug. Vielleicht durch Werbekampagnen, durch Poster, durch Plakate, durch Flyer auch, in dem auch es hört sich immer so falsch an, aber auch Menschen, die etwas ein ausländisches Aussehen haben, auch repräsentiert werden. Das könnte vielleicht gegebenenfalls das Bild oder die Wahrnehmung etwas ändern und dann hätte man schon ein Bild, was er schon gewohnt ist. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Wenn Sie allen
Beschäftigten im Gesundheitswesen einen Satz mitgeben könnten, welcher wäre das? Jetzt bezogen auf die Notfallversorgung oder jetzt reden wir wirklich vom gesamten Gesundheitswesen? Sowohl als auch. Okay, das ist eine schwierige Frage, die möchte man auf jeden Fall nicht banal beantworten. Eine Sache, die ich allen mitteilen könnte im Gesundheitswesen. Ich hätte tatsächlich gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, an allen Personen etwas zu sagen, dann hätte ich gesagt, egal wie ihr euch fühlt, egal was ihr erlebt, egal wie schwer oder demütigend auch der Job ist im Gesundheitswesen, ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr könnt und sollt stolz auf euch sein. Denn ihr versorgt die Menschen und haltet die Menschheit am Leben. Mhm. Möchten Sie zum Abschluss noch etwas ergänzen? Nee, nicht wirklich. Ich wollte mich nochmal bedanken. Also, das Interview war relativ entspannt. Ich fand das Thema auch mit dem Rassismus oder das Aufgreifen des Themas im Alltagsrassismus im Gesundheitswesen sehr interessant von Ihnen, sehr spannend, als auch sehr, sehr wichtig aktuell, weil das halt leider aktuell immer noch ein großes Thema ist und auch die Jahre, die mir gezeigt haben, solche Themen kann man nicht unter den Teppich kehren, solche Themen holen einen irgendwann mal wieder ein, egal ob es das gesamte